Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Heute ist der Tag der Tage. Wenn ihr das Video seht, sind wir wahrscheinlich schon gerade live auf Twitch und werden anfangen, meinen Main komplett einmal neu zu equippen mit dem Toiletten-Update. Wir haben das letzte Mal uns umequipped auf roundabout 700, also da ist einiges auf jeden Fall, was wir heute erreichen werden. Ziel ist es, um die 100.000 Stat-Punkte zu knacken. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Von den Ressourcen her könnte es ein bisschen knapp werden. Ja, wir haben hier nochmal ca. 15 Millionen Kristalle auf dem Equipment, wenn wir das komplett zerlegen. Ja, wir brauchen so ungefähr 50 Millionen, also das, um alles auf 20 zu ziehen. Also das wird ein bisschen schwierig. Mal schauen. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend werden. Aber wir werden definitiv Progress machen. Ansonsten läuft das Giveaway noch von vorgestern. Ja, ich glaube von vorgestern. Läuft noch bis morgen um 15 Uhr habt ihr noch Zeit, 3.700 Pilze bzw. 100 Euro zu gewinnen. Ja, es haben schon ein paar Leute dran teilgenommen und genau, da habt ihr auf jeden Fall noch die Chance, einfach das Video auschecken und da beim Giveaway hier dran teilnehmen und dann ja, seid ihr auf jeden Fall dabei und habt die Chance auf 100 Euro. Am Sonntag wird das Ganze ausgelost werden. Ansonsten, wie gesagt, sind wir jetzt auch gerade live auf Twitch und werden hier anfangen, mich neu zu equippen. Ich habe jetzt auch nochmal ein Vorher-Nachher-Bild geschossen, sowohl, ihr habt es schon gesehen hier, von den Dungeon-Chancen. Habe ich hier einmal ein Vorher-Nachher-Bild, das will ich im Video noch festhalten. Und dann einmal auch noch meine Statistiken, und zwar hier auf der Statistikseite im Webshop. Habe ich mir auch abfotografiert, damit wir hier einen schönen Vorher-Nachher-Vergleich dann morgen rausknallen können. Momentan bin ich gerade auf Platz 145 weltweit mit den Stat-Punkten, Total Stats her, von allen Klassen gesehen. Also hier sind jetzt alle Klassen mit drinne. Zusammen addiert halt eben Hauptattribut plus Ausdauer. Ja, und dann habe ich mir noch einmal einen Screenshot gemacht von der Magier-Ehrenhalle. Also hier sind wir jetzt gerade auf Platz 63. Sind jetzt schon ein paar Plätze abgerutscht tatsächlich, weil die Leute anfangen, sich neu zu equippen. Das war aber auch zu erwarten, weil vorher waren wir so 59, 60. Jetzt sind wir schon wieder ein paar Plätze runter. Und hier werden wir auch schauen, was wir hier heute beziehungsweise wo wir dann morgen stehen in der Magier-Ehrenhalle. Also das habe ich mir auch einmal gescreenshottet, sowohl als auch hier meinen Account, so wie er jetzt momentan gerade von den Stat-Punkten her halt eben ist. Ja, also da haben wir dann erstmal soweit alles für ein schönes Vorher-Nachher-Bildchen. Und ansonsten sind hier auch in SF-Tools die Dungeon-Chancen am Start. Ja, das Ding ist halt eben einfach bloß, ich kann leider nur den Sandsturm festhalten, weil ich habe meine Begleiter schon komplett zerlegt. Deswegen habe ich in der Schattenwelt momentan 0% Chance. Ja, da waren wir ja vorher auch schon, zum Beispiel, das hätte ich mal vorher machen sollen, die wütende Riesenechse, da hatten wir schon richtig gute Prozentchancen gehabt, die zu besiegen. Jetzt sind wir da wieder auf 0,00, weil ja, meine Begleiter halt komplett abgezogen worden sind, weil ich halt alles für die Ressourcen brauche, damit wir uns alles auf 20 ziehen können. Ja, zumindest ansatzweise, also wir brauchten alles. Und wir equippen ja auch meine kompletten Begleiter neu, also ich werde hier auch überall dann halt eben normale Epics den reinsetzen. Falls ich ein paar Legis doppelt ziehe, kriegen die natürlich auch Legi-Items ab. So, und dann werde ich die peu à peu dann auch mit Steinen equippen. Ich habe leider keine Edelsteine hier im Inventar, das heißt, wir müssten auch noch dann ein paar Legi-Gems skippen. Die werde ich wir haben ja auch Fest der Festung gerade noch, also das muss ich auch nutzen. Ich werde für mich die Edelsteine skippen hier, ja, für meinen Main. Aber für die Begleiter werde ich die peu à peu sammeln. Also da werde ich die nicht extra alle instant skippen, sondern über die Zeit gesehen kriege ich sowieso ein paar Legi-Gems und dann bekommen die halt eben meine Begleiter und dann werden die Schritt für Schritt halt eben auch hier dann noch verbessert auf jeden Fall und bekommen die Edelsteine. Ja, Verbesserungen kriegen sie nicht, also das nicht. Also Verstärkungen werden die nicht bekommen, weil die Items, die sie jetzt kriegen, die normalen Epics, alleine durch das Toiletten-Update sind schon 1000-mal besser als die alten Gegenstände, die sie vorher halt gehabt haben, so. Ja, wir starten heute mit einer 245er
Klo-Aura und haben insgesamt eine Gegenstandsqualität von 1048 gerade. Ne? Das ist so das, wo wir jetzt momentan gerade stehen. Und ja, deswegen kann ich leider nicht die Schattenwelt-Gegner erheben. Was ich aber machen kann, ist den Sandsturm. Da können wir uns den Progress anschauen. Leider kann ich nicht den gesamten Sandsturm in einen Screenshot festhalten. Das geht ja schlecht, ja, weil das so viele Etagen sind. Deswegen, ja, wir sind momentan bei 608. Ja, das ist momentan meine Ebene. Deswegen werde ich das hier im Video festhalten und kann das dann mit dem Video morgen dann abgleichen, wie viel Prozentchancen wir heute gegen die Gegner haben und wie viel Prozentchancen wir morgen gegen die Gegner haben, die uns noch bevorstehen, wenn wir hier weiter durchscrollen. Ja, das ist jetzt so mein Vorhaben mit diesem Video so ein bisschen, damit ich das für mich so ein bisschen festhalte. Ja, so, wir sind jetzt hier momentan bei 608. Okay, 608. Der Gegner hat momentan 1,61% Chance. Ja, und dann scrollen wir hier mal ganz langsam, aber sicher mal so durch. Und dann werden wir uns mal schön Schritt für Schritt morgen dann die Prozentchancen hier anschauen, wie es dann im Sandsturm hier morgen bei den Gegnern aussieht, wie viel die dann hier haben werden. Ja, das ist das Einzige, was wir machen können jetzt an den Prozentchance-Verbesserungen für die Dungeon-Gegner. Weil wie gesagt, Schattenwelt ist halt eben leider nicht vergleichbar, weil wir halt eben einfach keine Begleiter jetzt momentan gerade haben und deswegen macht das alles ein bisschen schwieriger. Ne? Okay, hier sind wir jetzt schon bei gleich Etage 700 im Sandsturm. Keine Ahnung, wie weit wir dann kommen werden morgen. Deswegen, wir gehen einfach mal ein bisschen weiter durch. Wir sehen ja hier, zwischenzeitlich haben ja die Gegner sogar auch hier, ne, Chancen zu liegen, aber da sind halt viele Gegner halt einfach so dazwischen, wo wir halt überhaupt nicht weiterkommen. Ne? Das ist natürlich auch klar. Ne? Selbst, guck mal, wir sind schon bei 750 und hier haben teilweise Gegner noch eine Chance. Das ist schon ganz lustig auf jeden Fall. Aber ab hier ist dann alles nachher nicht mehr machbar im Kollektiv. Hier ist kein einziger Gegner dabei, den wir besiegen können. Mal schauen, wie das morgen aussieht. Ja, da wird es natürlich dann interessant werden, ob wir hier unten dann noch ein paar Gegner haben, die zumindest ein paar Prozentchancen haben. Wir gehen mal durch. Wir gehen mal so lange durch, bis wir jetzt hier die Etage 1000 erreicht haben. Nur einfach so, damit wir gucken, wie weit wir halt morgen kommen werden. Ob wir hier Leute haben, achso, wir sind ja auf 900 hier, ob wir hier Leute haben, die, ja, keine Ahnung, die ein paar Prozentchancen hier drin haben. Ja, Sandsturm 900, die letzten 100 sind wahrscheinlich noch nicht erfasst worden und ja, da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gespannt. Ja, wir werden einige Giveaways raushauen auf Twitch, ein paar Pilzcodes habe ich auch noch am Start, deswegen lasst euch das nicht entgehen, die Dropletze natürlich auch wie immer am Stissel und ja, ansonsten hatte ich ja gestern im Video, vielleicht habt ihr das ja gesehen, da hatte ich ja ein bisschen Probleme gehabt mit meinem Mikrofon. Ich habe mir jetzt ein neues Mikrofon geholt. Ich hoffe mal, das ist von der Soundqualität her auch einigermaßen okay. Wir haben gestern auch schon gelivestreamt und da habe ich eigentlich relativ gutes Feedback dazu erhalten. Ich hatte ja vorher das Rode NT1A und das habe ich ja mit einem Mischpult verbunden und das hatte ja einen XLR-Anschluss und Phantomspeisung und diese ganzen Spielereien so, also für ein richtiges Aufnahmestudio, professionelles Mikrofon war das schon so, ne? Und jetzt bin ich wieder zurückgeswitcht auf ein ganz einfaches, ja, ich kann es euch ja mal zeigen hier, ein ganz einfaches USB-Mikrofon. Das hat kein Mischpult, das hat keine Phantomspeisung, das hat keinen Popschutzfilter, also so einen optischen, was immer so von meinem Mikrofon auch war, so, ne? Das hat keinen XLR-Anschluss, keine Phantomspeisung, kein Mischpult, nix. Aber dafür muss ich sagen, ist die Quali wirklich 1A. Also ich hatte das selbst auch schon mal ein bisschen getestet so und ich bin da sehr, sehr happy mit. Vor allen Dingen ist das halt viel, viel platzsparender. Es ist halt jetzt so ein Standmikrofon, was auf dem Tisch steht. So vorher hatte ich ja noch so einen Arm, der hier so rüber geragt ist und da hatte ich nie Platz, mich hier so zu bewegen. Das ist für mich jetzt deutlich, deutlich angenehmer tatsächlich. Und ja, wenn das von der Quali her auch vollkommen in Ordnung ist, dann freut mich das halt gleich doppelt so doll. Ja,
das gestern dann auch so spontan geklappt hat. Ich bin nach dem Video, habe ich dann gleich versucht, das dann zu fixen, das Problem. Funktionierte nicht. Das war ja sowieso schon relativ alt und hatte schon öfter mal Probleme gemacht in der Vergangenheit. Vielleicht könnt ihr euch erinnern. Und ja, dann bin ich schnell gestern mal zum Mediamarkt gerannt, habe mir dann da eins geholt, hatte dann vorher denn mich schon ja, erkundigt, beziehungsweise halt sogar bei Sergio gesehen, dass er auch USB-Mikrofon hat und habe mir gedacht, what the fuck, die Quali ist ja voll nice, obwohl das nur USB-Anschluss ist, so. Und ja, dann habe ich mir gedacht, ey komm, den ganzen Stress mit hier, den ganzen Verkabelungen, den ganzen Kabelsalat, Mischpult extra anschließen, Audioeinstellung, absoluter Krampf, hole ich mir einfach auch so ein USB-Teil und dann Abfahrt. Ja, schließt du nur USB hinten am PC an und dann hast du genau dasselbe, beziehungsweise eine komplett ähnliche Qualität, als wenn du hier so ein richtig krasses, heftiges Mikro am Start hast. Also die Quali ist schon wirklich heutzutage gut von den USB-Mikrofonen auf jeden Fall, ne? Ja, aber das soweit auf jeden Fall dazu. Ich denke mal, jetzt hoffentlich sollten in nächster Zeit keine Problemchen mehr mit dem Sound zumindest auftreten, ne? Nur das mal so an der Stelle. Ja, ansonsten war es das erstmal soweit für die Folge heute. Es sollte eigentlich nur so ein bisschen dazu dienen, zu gucken, wie der aktuelle Stand ist und wie es dann morgen aussieht, damit wir im Video hier auch die ganzen Sandsturmetagen festgehalten haben. Wie gesagt, das kann man schlecht auf einen Screenshot festhalten. Und ja, genau, dann bin ich gespannt, wo wir morgen stehen werden. In der Ehrenhalle, bei den Total Stats, ja, in der Magier als auch in der Gesamtehrenhalle und wie unsere Chancen dann morgen aussehen werden. Wie viele Statpunkte wir gut machen werden, ich bin sehr gespannt. Auf jeden Fall war es das soweit. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielleicht bis später. Haut rein und bis zum nächsten Mal.